Herzlich willkommen bei unserem Infosec-Shortcut zum Thema Homeoffice. Egal, ob wir das Homeoffice lieben, hassen oder pragmatisch sehen, eines tun wir jedenfalls. Wir holen die Arbeit in unsere privaten vier Wände. Wir schaffen ein Zweitbüro, in der Regel neben unserem eigentlichen Arbeitsort. Dann lassen Sie uns doch einfach einmal in so ein Heimbüro gehen. Was muss ich im Homeoffice in Bezug auf Familienmitglieder, Gäste, Partner etc. beachten? Zum Beispiel beim Telefonieren. Ja, die DSGVO beispielsweise verlangt von uns, dass wir interne und vertrauliche Informationen schützen. Darf ich also meine Partner, Familienmitglieder uneingeschränkt zuhören lassen? Nein. Und worauf muss ich beispielsweise bei Videokonferenzen achten? Ja, dass auch hier Zuhörer und Zuseher auch nur die sind, die diese Informationen sehen dürfen. Außerdem, dass vielleicht ein Hintergrund eingespielt wird bei Videokonferenzen, der auch meiner Rolle an der BOKU entspricht. Beispielsweise ein neutraler Hintergrund wie hier. Achten Sie auch auf den Unterschied zwischen Fenster und Bildschirmfreigabe, wenn Sie Ihr Notebook zum Beispiel benutzen, sodass nicht E-Mail-Nachrichten und Ähnliches eingeblendet werden. Halten Sie Passwörter geheim und notieren Sie diese keinesfalls in der Umgebung Ihrer Geräte. Die Geheimhaltung gilt auch gegenüber Familienmitgliedern, Gästen und Partnern. Wenn überhaupt, notieren Sie Passwörter auf Papier nur wenn unbedingt notwendig und legen Sie diese an für anderen Personen unzugänglichen Orten ab. Notieren Sie diese keinesfalls elektronisch in einer Word- oder Excel-Datei. Sperren Sie Ihren PC und Ihr Notebook unter Windows beispielsweise mit der Tastenkombination Windows L, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz länger verlassen. Schützen Sie Ihr Smartphone oder Tablet, mit dem Sie Daten der BOKU verarbeiten, mit einem Passwort oder PIN. Bei Abwesenheiten von Ihrem Arbeitsort drehen Sie vertrauliche oder interne Unterlagen der BOKU auf Ihrem Schreibtisch einfach um. Wie schütze ich Ausdrucke und Unterlagen, wenn mein Homeoffice-Arbeitstag zu Ende ist? Nun, am besten indem Sie sie in eine Lade räumen. Wie schütze ich meine privaten Smartphones und Tablets, wenn ich sie dienstlich nütze? Beispielsweise durch Setzen eines 4- oder mehrstelligen PIN. Die Gerätesperre sollte sich spätestens nach 30 Sekunden aktivieren. Selbstverständlich ist es auch sinnvoll, das Gerät über Fingerabdruck oder Gesichtserkennung abzusichern. Achten Sie auch darauf, dass auf Ihren Smartphones und Tablets Betriebssystem und die Apps aktuell sind. Wie schütze ich meine privaten PCs und Notebooks, wenn ich darauf dienstliche Daten der BOKU verarbeite? Sorgen Sie dafür, dass das Gerät über ein Startpasswort verfügt und aktivieren Sie im Idealfall die Verschlüsselung, beispielsweise BitLocker unter Windows. Sorgen Sie für einen aktuellen Schadsoftware-Scanner und sorgen Sie dafür, dass sowohl Betriebssystem als auch Apps und sonstige Programme auf dem Gerät möglichst aktuell sind. Speichern Sie Passwörter keinesfalls im Browser und verwenden Sie ein und dasselbe Passwort nicht mehrfach für unterschiedliche Zwecke. Speichern Sie dienstliche Daten der BOKU, wenn möglich, nur auf Geräten der BOKU. Was immer gilt, private Geräte dürfen nicht unsicherer sein als dienstliche. Wie entsorge ich Papier im Homeoffice auf ideale Art und Weise? Nehmen Sie interne und vertrauliche Unterlagen am besten wieder mit in Ihr Büro und entsorgen Sie diese dort. Oder verwenden Sie einen Schredder. Aber halt, wer von uns hat einen Schredder zu Hause? Hier mein Tipp. Zerreißen Sie interne und vertrauliche Unterlagen in kleine Stücke und entsorgen Sie diese teilweise über den Restmüll. So können die Informationen praktisch nicht mehr wiederhergestellt werden. Und wie entsorge ich mobile Datenträger auf sichere Art und Weise? Sollten mobile Datenträger interne oder vertrauliche Informationen der BOKU enthalten, zerstören Sie diese selbst, Achtung jedoch auf Splittergefahr, oder noch besser,
übergeben Sie diese der Stabsstelle Umweltmanagement zur Entsorgung. An wen wende ich mich zum Beispiel bei Notebook-Diebstahl oder dem Verlust von vertraulichen Unterlagen? Wenden Sie sich bitte umgehend an die BOKU IT Hotline.